Guten Abend, liebe Damen und Herren. Heute Abend wenden wir uns der anthroposophischen Medizin zu mit der Frage, ist das eine nachhaltige Medizin? Mein Name ist Georg Soldner, ich bin Kinder- und Jugendarzt und ich möchte mich gleich zu Beginn dieses Vortrags auch sehr herzlich bedanken bei meinem Kollegen Professor David Martin von der Universität Witten-Herdecke, dem ich viele Anregungen und einige Folien verdanke, und Dagmar Brauer, der wissenschaftlichen Mitarbeiterin der medizinischen Sektion hier am Goetheanum, in der ich auch tätig bin, gemeinsam mit meinem Kollegen Matthias Gierke, der dann in einem Monat zu Ihnen sprechen wird. Heute Abend geht es um die anthroposophische Medizin. Mein eigener Weg begann als kinderärztlicher Intensivmediziner, Neonatologe, ehe ich mich dann der Behandlung chronisch kranker Kinder, auch ehemals extremer Frühgeborener, zuwandte. Kindern mit chronischen Entzündungen im Bereich der Lungen, der Haut, des Darmes, Kinder mit Behinderungen und auch mit Krebserkrankungen. Das sind Kinder, die eine erstklassige Schulmedizin benötigen, die hier wirklich sehr vieles leisten kann. Aber es sind eben auch Kinder und Familien und Eltern, die nach mehr fragen, die nicht nur danach fragen, wie wir Krankheit wirksam bekämpfen können, sondern so behandeln können, dass sich Gesundheit entwickelt, dass die Resilienz, die Widerstandskraft zunimmt, dass das seelische Gleichgewicht gefördert wird, die Entwicklung eben, und die deshalb eine Ergänzung suchen dieser an sich ja hochwirksamen Medizin, die wir Schulmedizin nennen. Ich denke da zum Beispiel an Max. Max wurde viel zu früh in der 25. Schwangerschaftswoche geboren und mit einer sehr seltenen Erkrankung, die ein Kollege an der Universitätsklinik frühzeitig entdeckte, sodass man ihm das Leben retten konnte. 11 Monate nach seiner Geburt lag Max immer noch im Inkubator. Er war so von Unruhe geschüttelt und Schlaflosigkeit, dass er 4 Beruhigungsmittel erhielt, davon 2 Opiate in seinem Alter. Und dann rief mich die Leitung der Intensivstation an und bat, dass ich dazukomme und dass wir bei Max auf der Intensivstation mit einer anthroposophischen Medizinbehandlung ergänzend beginnen. Wir konnten ihm Medikamente der anthroposophischen Medizin geben und innerhalb weniger Wochen waren wir alle Beruhigungsmittel los und Max konnte entlassen werden. Heute ist Max 20 Jahre alt und macht gerade sein Bachelorstudium. Er war nie mehr stationär behandlungspflichtig. Seine vielen Infekte in der frühen Kindheit konnten wir ambulant behandeln und zunehmend ganz mit den therapeutischen Möglichkeiten der anthroposophischen Medizin. Und er ist für mich ein besonders eindrucksvolles Beispiel. Er hat auch Eltern, die nicht aus Deutschland sind, einen Migrationshintergrund, ein eindrucksvolles Beispiel, wie eben gerade hier die sogenannte Schulmedizin und anthroposophische Medizin wunderbar zusammenarbeiten können. Und diese Erfahrung hat mich und auch viele Kolleginnen und Kollegen gelehrt, dass wir über unsere schulmedizinische Kompetenz, die Voraussetzung ist, auch anthroposophische Medizin zu machen, hinaus vieles zu bieten haben. Durch natürliche Arzneimittel, durch äußere Anwendungen können wir den Organismus stärken, viele Krankheiten aus eigener Kraft zu überwinden. Wir können durch Therapien, die ich noch näher vorstellen werde, auch die seelische Entwicklung stärken. Und wir können vor allem auch den Verbrauch von Arzneimitteln, die Mensch und Umwelt belasten, Antibiotika, Fiebersenker, Schmerzmittel, wirksam senken, was wir auch noch näher betrachten werden. Und gleichzeitig damit aber auch die Wirksamkeit der Schulmedizin verbessern, denn je weniger Antibiotika wir gebrauchen, umso besser wirken sie, umso weniger Resistenzen zum Beispiel gibt es. Anthroposophische Medizin ist also eine integrative Medizin, und zwar vom ersten Tag an. Das war schon die Forderung ihrer Begründer,
Man muss die Medizin seiner Zeit beherrschen, man muss auch mithalten mit dieser Entwicklung der Schulmedizin und darüber aber hinausgehen und neue Aspekte einbeziehen. Und diese Aspekte sind es gerade, die für die Nachhaltigkeit der Medizin so bedeutend sind. Vielleicht zunächst noch einige Daten zur anthroposophischen Medizin. Seit 1921, also 100 Jahre, gibt es nun anthroposophische Kliniken in Deutschland und der Schweiz mit Fachabteilungen für Frauenheilkunde, Kinderheilkunde, krebskranke Patienten und so weiter. Und in mehreren dieser Kliniken sind auch Forschungsinstitute unmittelbar verbunden. Wir werden darauf eingehen, dass anthroposophische Medizin eine wissenschaftliche, eine forschende Medizin ist und das immer mehr. Sie wird heute in ungefähr 60 Ländern der Erde praktiziert. Die zweitgrößte anthroposophische Ärztegesellschaft ist in Brasilien. Seit letztem Jahr hat die anthroposophische Medizin einen offiziellen Status, zum Beispiel auf den Philippinen. Und heute Abend aber soll es um den Aspekt der Nachhaltigkeit gehen. Wir haben ja in dieser Reihe zum Beispiel schon von der biologisch-dynamischen Landwirtschaft gehört, als einer nachhaltigen Landwirtschaft und wollen heute mal in die Medizin schauen. Wenn wir auf den Markt patentierter, neuer schulmedizinischer Arzneimittel blicken, und das ist eine Zahl aus dem Deutschen Ärzteblatt, dann hat sich der Preis eines neu eingeführten schulmedizinischen Arzneimittels in den letzten 12 Jahren um das 57-fache erhöht. Das teuerste Arzneimittel im Moment kostet für einen Patienten, nämlich kleine Kinder mit einer angeborenen Rückenmarkserkrankung, pro Anwendung 2,82 Millionen Euro. Das ist eine Entwicklung, die schon finanziell, sozial, unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten her problematisch ist. Die Konzerne, die solche Arzneimittel entwickeln können, machen auch große Gewinne, während die mittelständische Industrie, die naturbasierte Arzneimittel macht, Arzneimittel, die schon lange im Gebrauch sind, die nicht patentiert sind, nicht von solchen Gewinnen berichten kann. Diese mächtige Medizin, die wir heute haben, hat auch einen mächtigen Fußabdruck. Ein CO2, sie trägt 5% aller Emissionen bei, in Deutschland zum Beispiel oder der Schweiz. In der Belastung der Atmosphäre mit Narkosegasen, der Flüsse und des Grundwassers mit Arzneimittelrückständen. Gerade hat der Guardian, eine bekannte internationale Zeitung, veröffentlicht, eine Untersuchung aus 150 Flüssen, wie viele Arzneimittelrückstände wir dort finden. Antidepressiva, die wir verschreiben, sorgen ausgeschieden dafür, dass Fische ihr natürliches Schutzverhalten verlieren und entsprechend sind dann die Folgen für diese Fische. Wir haben Länder, in denen wichtige Tierarten, zum Beispiel die Geier in Indien oder auch jetzt in Afrika, aussterben durch Arzneimittelrückstände mit katastrophalen, auch ökologischen Folgen für die betroffenen Länder. Und besonders kritisch ist der Geh- und Missbrauch des mächtigsten Arzneimittels, der Antibiotika, die nicht nur in der Humanmedizin, sondern überwiegend in der nicht Veterinärmedizin, sondern Massentierhaltung eingesetzt werden, um eine Tierhaltung, die ungeheuer viel Tierleid erzeugt und sehr problematische Umweltfolgen, überhaupt zu ermöglichen. Und durch diesen Antibiotikaeinsatz kommt es zu immer mehr Resistenzbildungen. Was heute in den USA eine Resistenz ist, das ist morgen bereits in Indien. Das wird eben übertragen durch diese Kleinstlebewesen, Bakterien zum Beispiel, die weltweit aufeinander wechselwirken, weltweit miteinander vernetzt sind, so wie wir das ja auch bei den Viren erleben. Und wir haben heute nicht nur durch Umweltzerstörung, sondern auch in virologischen Forschungslabors Viren, die, wenn sie nur je einem solchen Labor entkommen, gefährliche Pandemien auslösen könnten. Und so haben wir eine mächtige Medizin, von der wir sehen, wir müssen sie auch in Schranken halten. Wir müssen sie auch begrenzen. Sie hat ihren Stellenwert, aber sie trägt heute entscheidend dazu bei,
auch unsere Lebensgrundlagen zu gefährden. Und nicht zuletzt sind im letzten Jahr oder im Jahr 2019 1,2 Millionen Patienten durch Antibiotikaresistenzen an Infektionskrankheiten gestorben, die wir nicht mehr retten konnten durch diese Arzneimittel. Tendenz stark steigend. Wir brauchen also einen Wandel, eine Neuorientierung in der Medizin und dazu will die anthroposophische Medizin beitragen und das kann sie auch. Was bedeutet eigentlich nachhaltig? Nachhaltig bedeutet, dass wir das heute unter dem Gesichtspunkt des Morgen anschauen. Und das sollten wir natürlich ganz besonders dann tun, wenn es um die Gesundheit geht. Es gibt vielleicht weniges, wo uns Nachhaltigkeit mehr interessiert, vielleicht geradezu schon zum Begriff gehört, wie die Gesundheit. Was beeinflusst nachhaltige Gesundheit? Es ist zunächst mal gar nichts Medizinisches. Es ist zunächst mal soziale Gerechtigkeit. In einer brasilianischen Favela war die Lebenserwartung vor Covid bereits 18 Jahre kürzer als in den begüterteren Vierteln von Sao Paulo oder Rio de Janeiro oder anderen brasilianischen Großstädten. In Brasilien sind 2500 Kinder an Covid gestorben, in Deutschland gerade mal 50 und die waren meist schwer vorerkrankt. Also Nachhaltigkeit in der Medizin ist zunächst eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und der gerade verstorbene Götz Werner, ein anthroposophisch inspirierter Unternehmer, hat darauf hingewiesen, dass ein Grundeinkommen, das uns die vitalen Bedürfnisse sichert, eigentlich ein Grundrecht jedes Menschen ist. In einer Welt, die immer ungerechter wird, immer mehr auseinanderdriftet, ist das ein ganz zentraler Gesichtspunkt auch für die Medizin. Was stärkt dann, wenn die basalen Grundbedürfnisse gestillt werden, gedeckt werden? Immerhin leiden 800 Menschen lebensbedrohlich an Hunger. Aber wenn wir das einmal nun annehmen, dass die Grundbedürfnisse gedeckt sind, wovon hängt dann ab, dass wir mit 80 Jahren noch gesund sind, dass wir weniger schwere, chronische, zum Tod führende Erkrankungen oder eine Demenz entwickeln? Zuallererst, das zeigt gerade auch eine Harvard-Studie, an der schon 4 Generationen von Forschern arbeiten, die also eine Langzeitstudie ist. Am allermeisten sind das menschliche Beziehungen. Von den menschlichen Beziehungen, von guten menschlichen Beziehungen hängt unsere Gesundheit am meisten ab. Aber auch die Kultur spielt eine große Rolle. Das Erleben von Kunst hat eine enorme Auswirkung auf die Gesundheit, gerade der zweiten Lebenshälfte. Und natürlich sind es körperliche Bewegung und gesunde Ernährung und das Erleben von Sinn im eigenen Leben, die die entscheidenden Größen sind für die Frage der Gesundheit. Und das sind jetzt zunächst mal nicht Dinge, die wir mit Pillen behandeln können oder erreichen können. Und wir können uns ja überhaupt fragen, was Gesundheit überhaupt ist. Es ist sehr interessant, wenn Sie unter Ärzten nachfragen, was Gesundheit ist, dass wir eigentlich keine vernünftige Antwort bekommen. Wir müssen Gesundheit wirklich vom Patienten her versuchen zu erfassen. Und eine Kollegin, die auch aus der anthroposophischen Medizin kommt, aber ganz unabhängig von ihr geforscht und publiziert hat, hat im Jahr 2011 im British Medical Journal, einem der angesehensten Fachzeitschriften der Medizinwelt, einen Artikel veröffentlicht, was ist Gesundheit? What is health? Der große Wellen geschlagen hat. Sie ist inzwischen, wurde zu den 100 einflussreichsten Frauen von Holland geratet und sie hat einmal systematisch erforscht, was macht denn für den Menschen selbst Gesundheit entscheidend aus? Und das ist zunächst die Fähigkeit der Teilhabe. Die Fähigkeit der Teilhabe an menschlichen Beziehungen, der Teilhabe am sozialen Leben. Das war ja in Covid-Zeiten nicht immer so selbstverständlich. Aber auch den Alltag einfach bewältigen zu können. Und ich kann das auch, wenn ich ein Bein verloren habe, wenn ich ein Auge verloren habe. Und mit einer entsprechenden Assistenz auch durchaus, wenn bestimmte Behinderungen mich einschränken, selbst mein Leben gestalten. Es ist aber auch wichtig für viele Menschen, und das haben die Ärzte nicht hoch geratet, wohl aber die Pflegenden, die da näher dran sind,
ein Bedürfnis nach einem religiösen Leben, einem spirituellen Leben und das auch führen zu können, zum Beispiel nicht durch Arzneimittel, sich so eingeschränkt erleben, dass das gefährdet wird. Im Übrigen zeigt sich auch wissenschaftlich, dass sowohl Armut wie übermäßiger Reichtum die langfristige Gesundheit beeinträchtigen. Wir können Gesundheit nicht durch einen Laborwert, wir können Gesundheit nicht durch eine Kernspintomographie bestimmen. Wir müssen mit den Menschen reden. Wir müssen erfahren, was ihnen wichtig ist, was ihre Werte sind, worauf es ihnen in ihrem Leben ankommt, ob sie Sinn erleben, ob sie erfüllte Beziehungen erleben. Wir müssen in Beziehung mit den Menschen gehen. Anthroposophische Medizin sucht das Du im Menschen. Wenn wir andererseits auf die Seite der Krankheit blicken und jetzt wieder rein der Universitätsmedizin, der naturwissenschaftlich basierten Medizin zuhören, dann stellt diese heute für alle Länder mit westlichem Lebensstil, dazu gehört auch inzwischen die Volksrepublik China, dann gilt für all diese Länder, dass 70% aller chronischen und zum Tode führenden Erkrankungen durch den Lebensstil der Menschen bedingt sind. Und den können wir weder naturwissenschaftlich verstehen noch verändern, sondern hier kommen ganz andere Ebenen des Menschen als entscheidende Ebene, als entscheidende Weichensteller ins Spiel. Und die meisten der Gewohnheiten, die unsere Gesundheit untergraben, gefährden, lernen wir früh. Lernen wir in Kindheit und Jugend, lernen wir am Modell unserer Eltern und Erzieher. Und deshalb ist anthroposophische Medizin nicht nur einerseits mit der Landwirtschaft eng verbunden, wenn es um gesunde Nahrungsmittel geht, sondern eben auch mit der Pädagogik. Anthroposophische Medizin ist immer mehr als Medizin. So ist sie schon veranlagt. Und wir wissen, dass das, was ein Kind erlebt, schon in früher Kindheit an Beziehung, aber auch an Ernährung und so weiter, an Gewohnheitsbildung, an Lebensrhythmen, am allermeisten nachhaltig die Gesundheit während des Lebens beeinflusst. Die Pädagogik, und das sehen wir auch, das sieht auch die WHO, die UNO, in sehr armen Ländern, wenn sie ein ganz armes Land haben, dann ist der Euro, den sie in die Pädagogik investieren, der Euro, der am meisten für die Gesundheit bringt und in die Hygiene. Also anthroposophische Medizin baut einerseits auf der naturwissenschaftlichen Medizin auf, setzt sie voraus und blickt andererseits systematisch, wissenschaftlich auf all die Aspekte des Menschen, die über das, was wir quasi als Mechanismus, quasi in einem Maschinenmodell am Menschen verstehen können, so würde ich das erstmal nennen, was wir naturwissenschaftlich am Menschen begreifen, blickt auf all das, was darüber hinausgeht. Und das ist zunächst schon mal das Leben selbst. Alles Lebendige zeitigt seine eigene Zeit, seinen eigenen Lebensbogen und tut das nie linear. Wir sind heute sehr gewohnt, linear zu denken, in einer linearen Zeitskala. Aber unsere Zeit verläuft nicht linear. Ich werde in ein paar Stunden müde sein, ich werde einschlafen wollen und ich brauche diesen Schlaf auch. Jeden Tag wechselt mein Zustand ganz grundsätzlich zwischen einem wachen Zustand, in dem ich meinen Körper auch beanspruche, auch abbaue, aber auch forme, indem ich Klavier übe, indem ich ein Buch lese, indem ich praktisch arbeite, indem ich auf einen Berg steige, setzt sich lauter Impulse und die angestrengten Muskeln des Tages regenerieren in der Nacht und sind am nächsten Tag stärker. Und was ich heute geübt habe, kann ich morgen besser. Was ich heute gelernt habe, kann ich morgen besser. Und auch jede Krankheit, die ich selbst überwinde mit meinem eigenen Immunsystem bis hin zur Fiebererzeugung, jede solche Krankheit kann meine Widerstandskraft stärken, je mehr ich in ihrer Überwindung aktiv bin. Leben ist etwas ganz anderes als eine Maschine und spielt sich in der Zeit ab, in einer selbst konstellierten Zeit, in eigenen Rhythmen. Und wer diese Rhythmen versteht und pflegt, der stärkt die Kraft des Gesundens. Wir hatten vor 15 Jahren eine Krankenhausfinanzierung bekommen in Deutschland, die nur noch technische Prozeduren finanzierte, nur noch
Alles, was sozusagen an einer linearen Skala, der Patient kommt rein mit einem Herzinfarkt, wir machen Herzkatheter und so weiter, das ist ja auch alles sehr sinnvoll. Aber alles, was den Rhythmus dieses Patienten pflegt, ihn in der Früh zu waschen, pflegend Tag und Nacht für ihn da zu sein, wurde eine Zeit lang einfach gar nicht mehr bezahlt und entsprechend eingespart. Und entsprechend motiviert waren die Pflegenden auch, die genau merkten, dass sie gar nicht mehr als wertschöpfend galten. Das ist inzwischen geändert worden, weil es zu katastrophalen Folgen führte. Aber eigentlich ist die Denkweise noch nicht verändert worden. Die Denkweise, dass wir erst, wenn wir den Eigenrhythmus, die Eigenzeit eines Menschen wahrnehmen, seine eigene Lebensorganisation stärken, dass wir dann die Quellen der Gesundung stärken. Aber auch das seelische Erleben, das Gefühlserleben, schon mal das Erleben des eigenen Leibes spielt eine enorme Rolle in der Gesundheit. Wir haben sehr viele Menschen, die ihren Leib zum Teil gar nicht spüren oder die auch eine ganz schlechte Beziehung zur eigenen Leiblichkeit haben, sich hässlich finden, eigentlich gar nicht mit der Leiblichkeit anfreunden können, vielleicht schon früh auch traumatisierende Erlebnisse erlebt haben, wenig Zuwendung, wenig Berührung. Berührung hat eine ungeheuer gesundende Wirkung auf unser Leiberleben. Wir erleben den Leib durch das Berührtwerden und entsprechende Therapien, wie wir sie in der anthroposophischen Medizin pflegen, können hochwirksam unser seelisches Erleben der eigenen Leiblichkeit verändern. Aber im Seelischen lebt auch das Beziehungsleben, das Empfinden des anderen, von dem wir schon gehört haben, wie wesentlich es für die Gesundheit ist. Und ich habe auch erwähnt schon, dass das, was wir am Tag erleben und was ja durchaus uns auch beansprucht, uns müde macht, uns auch abbaut ein Stück weit, zugleich der entscheidende Impuls ist für das, was sich in der Nacht aufbauend vollzieht. Unsere Seele und unser Leib sind in einem rhythmischen Wechselspiel. Und wenn wir jetzt therapeutisch durch eine Psychotherapie, eine Kunsttherapie, durch Bewegungstherapien wie die Heileurythmie, durch eine rhythmische Massage Impulse setzen am Tag, dann vollzieht sich der Schlaf anders. Dann werden Heilungsprozesse möglich, die sonst nicht sich vollziehen würden. Dann wachen wir am nächsten Tag anders auf. Letztlich aber ist für den Menschen entscheidend, wie wir uns eben ganz selbst bewusst zum Leben stellen. Und der Mensch hat eine Fähigkeit, ich möchte an den Vortrag von Johannes Wirz erinnern von letzter Woche. Er hat die Fähigkeit, wirklich neu anfangen zu können. Wir sind nicht Opfer unserer Triebe. Wir sind nicht einfach immer auf Wachstum angewiesen. Eigentlich sind wir erst erwachsen, wenn wir körperlich nicht mehr wachsen. So wie wir jetzt auch als Menschheit lernen müssen, erwachsen zu werden, wirtschaftlich, auch als Bevölkerung dieser Erde erwachsen zu werden. Das heißt nicht am Wachstum sich zu definieren, sondern am Reifen. Und letztlich an dem geistig dieses Leben zu führen. Und dazu gehört auch die Einsicht, dass wir durch nichts unsere Gesundheit mehr fördern können, als bestimmte krankmachende Gewohnheiten zu verändern. Wir können unsere Ernährung verändern, wir können unseren Rhythmus verändern. Und das hat zum Beispiel bei herzkranken Patienten eine tiefergehende Wirkung, eine gesundendere Wirkung als viele und zum Teil teure medikamentöse Therapien. Anthroposophische Medizin sucht das Du im anderen Menschen. Nicht nur das Es, nicht nur, was wir auch tun, den Menschen in seiner Physiologie verstehen und da auch durchaus ganz physiologisch zu verstehen, sondern eben als einen beseelten, als einen nicht nur im Gehirn, sondern im ganzen Leib, bis in den Fingerspitzen beseelten Menschen und als einen Menschen, der sich selbst geistig führen kann und der dafür auch Anregungen braucht. Nicht nur Vorschläge oder Instruktionen, sondern auch, wie kann ich selbst zu einer inneren Ruhe kommen? Wie kann ich selbst zu einer Intuition kommen, wie ich mein Leben führen möchte? Wie kann ich zu einer inneren Erfahrung kommen, was eigentlich der Sinn meines Lebens ist? Und wir werden sehen, und das bestätigen uns eben Menschen zum Beispiel nach einer Nahtodeserfahrung,
wie wesentlich es ist, vor allem in Beziehungen für andere Menschen da zu sein. Und das, was uns am meisten gesundet, ist zugleich das, was wir am meisten geben können. Jeder geben kann. Mit einem kleinen Beispiel möchte ich nun zum zweiten Teil meines Vortrags überleiten, nämlich Ihnen noch einige, möchte ich mal sagen, handfeste wissenschaftliche Zahlen zu zeigen. Denn anthroposophische Medizin ist keine Blümchenmedizin, und wenn man in den letzten Jahren auch manchmal immer wieder lesen konnte, und Journalisten kopieren ja auch gerne von anderen Journalisten, dass das keine wissenschaftlich belegte Medizin sei. So ist das Gegenteil der Fall, was ich Ihnen jetzt auch zeigen möchte. Und ein kleiner Übergang. Ich erlebe als Kinder- und Jugendarzt gerade auch die künstlerischen Therapien sehr wirksam. Das Malen, das Plastizieren, die Musiktherapie. Nun haben viele Studien, anthroposophisch-medizinische Studien, aber auch sozusagen schulmedizinische Studien gezeigt, wenn wir einem extrem Frühgeborenen, denken Sie an Max, wenn wir da eine Musiktherapie anwenden, in seiner Nähe leise, harmonische Klänge erklingen lassen, die Mutter anleiten, wie sie singen kann, diese Frühgeborenen entwickeln einen besseren Appetit, sie können 1 bis 2 Tage früher entlassen werden, sie haben weniger Infektionen. Es ist hoch eindrucksvoll, was wir sehen, und das werden wir jetzt noch in den anderen Beispielen sehen, was eben ein ganz geistig-seelisches, kulturelles, und Kultur kommt von Pflege, Pflegen des Menschlichen, an Gesundheit, an Gesundungskräften bewirken kann. Schauen wir nun auf die Folien, die ich noch vorbereitet habe, wo ich Professor David Martin auch und Dagmar Brauer besonders danken möchte für ihre Hilfe, um dann noch auch einige Daten zu sehen. Ja. Sie sehen hier, wie sich eigentlich im letzten Jahrhundert die sogenannte Schulmedizin noch traditionell gerne ganz abgrenzte und alles andere war alternativ, obwohl anthroposophische Medizin von Haus aus eben schon anders konstelliert war. Und hier sehen wir, was heute eigentlich immer mehr Standard wird, gerade in den letzten 10 Jahren. Das ist das, was wir integrative Medizin nennen, wo eben beides zusammenwirkt, wie ich es schon versucht habe zu charakterisieren. Und wenn wir jetzt auf die Zahl der wissenschaftlichen Publikationen aus der anthroposophischen Medizin blicken, dann sehen wir hier eine enorme Zunahme. Alles in peer-reviewed, wie wir sagen, also mit einer kritischen Redaktion versehenen wissenschaftlichen Zeitschriften. Und wir sehen hier allein in den letzten 6 Jahren waren es 91 klinische Studien und 25 Meta-Analysen, die bereits andere Studien zusammenfassen. Und wir haben, wie man so schön neudeutsch sagt, einen wachsenden Body of Evidence, einen wachsenden Bereich von wissenschaftlich gesicherten Ergebnissen zur Wirksamkeit und eben gerade zur nachhaltigen Wirksamkeit anthroposophischer Medizin. Und dieser verbleibenden Viertelstunde möchte ich Sie ein bisschen flott dahin durchführen. Das sind die Beispiele, die ich bringen werde. Wir gehen gleich in medias res. Gesundheitsprävention durch anthroposophischen Lebensstil. Anthroposophischer Lebensstil, das ist Pädagogik und Medizin und Landwirtschaft. Und da haben wir eindrucksvolle Daten aus einer Studie zum Beispiel 2006 in 5 Ländern mit den führenden Allergologen der Kinderheilkunde gemacht, also nicht jetzt rein von Anthroposophen, über 6.000 Kindern. Und hier wurde deutlich, anthroposophische Medizin oder anthroposophischer Lebensstil, das heißt wesentlich weniger Antibiotika, fiebersenkende Arzneimittel und eben ein deutlich geringeres Risiko allergischer Erkrankungen, Asthma, Neurodermitis. Und es gibt mehrere Studien, die das belegen konnten. Ein auf diesem Gebiet führender Forscher konnte dann 2014 in Schweden in einer 3-armigen Studie zeigen, dass der anthroposophische Lebensstil in den ersten 5 Lebensjahren vor Allergien schützt und das vor allem dadurch, dass die Kinder weniger Stress erleben. Sie haben deutlich weniger Stresshormone im Blut mit 6 Monaten und das korreliert ihre Allergieneigung mit 2 Jahren. Ein
Grund, den man damit auch assoziieren konnte, ist, dass wir in der anthroposophischen Medizin im ersten Lebensjahr eine fleischfreie Ernährung empfehlen und insgesamt überhaupt einen deutlich zurückhaltenderen Verzehr von Fleisch im Vergleich zu dem, was heute üblich ist. Und das fördert diese Ergebnisse, weniger Stress, weniger Allergien. Und dann war ganz interessant eine dreiarmige Studie, also es gab Kinder mit normalem Lebensstil und eben auch wesentlich höherer allergischer Sensibilisierung, anthroposophischer Lebensstil, und dann gab es einen mittleren Arm, wo man normalen Familien einige wenige Elemente des anthroposophischen Lebensstils empfohlen hat, die das auch gemacht haben. Und die hatten auch ein deutlich geringeres Allergierisiko zwischen diesen beiden Gruppen. Man muss kein Anthroposoph sein, um einen gesünderen Lebensstil zu pflegen. Und das ist ein schöner Beifang bei dieser Studie. Jeder kann sich davon auch etwas abschauen. Schauen wir mal hin auf das Jahr 2018 in Deutschland. 7 von 10 Kindern zwischen 2 und 5 Jahren haben innerhalb eines Jahres ein Antibiotikum verschrieben bekommen. Und immerhin 5 von 10 Menschen, die älter als 65 Jahre sind, pro Jahr, wohlgemerkt. Und wenn wir auf die anthroposophische Medizin schauen, und hier können wir eine Studie herannehmen zu etwas besonders häufigen, akute Atemwegsinfekte, Mittelohrentzündungen bei kleinen Kindern ungemein häufig und eben oft zu antibiotischen Verschreibungen führen. Da sehen wir hier im konventionellen Arm dieser Studie haben 34% der Kinder Antibiotika erhalten. Das ist die untere Kurve mit diesen hellen Dreiecken. Und die haben länger gebraucht, bis sie sich von den Symptomen, dem Ohrschmerz und so weiter erholten, als die Kinder, die anthroposophisch-medizinisch behandelt wurden, mit naturbasierten Arzneimitteln und nur zu 5% mit Antibiotika und die im Schnitt 1 bis 2 Tage schneller gesund waren. So viel zur Wirksamkeit und dieser Einsparfaktor, dass anthroposophische Medizin bei akuten Infektionen bis zu 80-90% aller Antibiotika einsparen kann, das hat sich in mehreren Studien gezeigt. Auch bei einer Studie an auch Erwachsenen, bei deutschen Allgemeinärzten zeigte sich, die Antibiotika-Verschreibungsrate bei anthroposophischen Ärzten liegt viel niedriger als in der Durchschnittspraxis. Und sie liegt dort, wo heute schulmedizinische Experten empfehlen, dass die Antibiotika-Verschreibungsrate liegen sollte. Wir erreichen heute, und man kann fast sagen, nur in der anthroposophischen Medizin Antibiotika-Verschreibungsraten von ungefähr 5% bei vielen Infekten, jetzt ganz erstmal alltäglichen Infekten, die in internationalen Leitlinien beschrieben werden, aber in den Praxen zum Teil ja überhaupt nicht erreicht werden. Und Deutschland, Holland, Schweiz sind ja noch relativ zurückhaltend. Wir haben andere europäische Länder, Spanien, Griechenland und so weiter, wo wir absurd hohe Antibiotika-Verschreibungsraten haben. Auch Mütter, die jetzt eine solche integrative Medizin suchen, verwenden weniger Antibiotika. Wir sehen, auch die Patientenpräferenz spielt eine Rolle, nicht nur der Arzt. In einer rückblickenden Studie einer anthroposophischen Kinderklinik, es gibt übrigens auch Studien, die zeigen, die Kinder in anthroposophischen Kinderkliniken unterscheiden sich nicht grundlegend von Kindern in anderen Kinderkliniken. Also in einer solchen Studie wurden 350 Kinder mit Lungenentzündung jetzt nochmal analysiert. Bei 252 Kindern erlaubten die Daten bei Beginn, bei Klinikaufnahme, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit festzustellen, ob diese Lungenentzündung von Viren oder Bakterien ausgelöst wurde. Und wie Sie hier schon sehen, mehr als die Hälfte aller mehr als 2/3 aller Lungenentzündungen wurden so eingeschätzt, dass sie eine virale Ursache hatte. Über die reden wir jetzt gar nicht. Dort sind Antibiotika primär gar nicht indiziert. Bei 80 Kindern war primär wahrscheinlich eine bakterielle Ursache. Das sind auch meistens die Kinder, die schwerer krank sind. Und eines dieser Kinder, das sofort antibiotisch behandelt wurde, ist auch verstorben in dieser Studie, das einzige. Und bei diesen Kindern ist es aber auch gelungen, die Hälfte, knapp die Hälfte der Kinder, Sie sehen unten die Zahl 39, ohne Antibiotika zu behandeln. Nicht jede bakterielle Infektion muss antibiotisch behandelt werden. Auch dort bei diesen durchaus ernsthaft in die Klinik eingewiesenen Kindern
gelang es, mit äußeren Anwendungen anthroposophischen Arzneimitteln die Kinder so zu stärken, dass sie selbst ihre Lungenentzündung überwinden konnten. Und wir haben das vorher vielleicht lesen können auf der Folie. Je weniger wir Antibiotika brauchen, umso weniger haben wir auch Nebenwirkungen und meist auch weniger Rückfälle nach einer solchen Erkrankung als bei den antibiotisch behandelten Patienten. Ein anderer Aspekt, ganz kurz erwähnt, eine Studie in Fribourg in der Schweiz, in der französischsprachigen Schweiz, an einem integrativen Kinderkrankenhaus, zeigt, von 351 Kindern mit schweren Atemwegserkrankungen wurden 137 mit anthroposophischer Medizin behandelt, weil das die Eltern dem zugestimmt haben, das so auch gut fanden. Und am Ende dieser Studie zeigt sich bei denen, die die Fragebögen ausgefüllt haben, 94% dieser Eltern sagen, ich habe durch diese Art der Behandlung selber gelernt, mein Kind besser zu pflegen, besser für die Gesundheit meines Kindes zu sorgen. Gleichzeitig in der gleichen Studie haben die Pflegenden und Ärzte angegeben, dass sie durch diese Art der Behandlung mehr Kontakt mit dem Kind haben, dass die Kinder entspannter seien und dass die Eltern eine wichtigere Rolle für die Gesundung eingenommen hätten als bei einem konventionellen Regime. Waren auch hier mehr zufrieden, eine wachsende Zufriedenheit von beiden Seiten und wir merken gleichzeitig mehr Eigenverantwortung, mehr Eigentätigkeit. Und das ist Nachhaltigkeit. Hier nochmal sehen Sie 8 verschiedene Studien aufgeführt und können sich nochmal grafisch ein Bild machen über die Einsparung von Antibiotika, die durch anthroposophische Medizin möglich ist, ohne dass wir mehr Verstorbene haben oder mehr schlechte Verläufe, sondern im Outcome immer vergleichbar, sehen wir, wir können es auch besser machen und für die Zukunft ist das ein allgemein in der Medizin ein ganz wichtiger Aspekt und wir haben die ersten Länder, die auch bereits für alltägliche Infektionen beginnen, den Ärzten die Verschreibung von Antibiotika in den ersten 3 Tagen zu verbieten, um dem Problem der Antibiotikaresistenz Einhalt zu gebieten. Aber spätestens dann brauche ich eine Alternative. Und nicht zuletzt noch ein Aspekt, mit jedem Antibiotikum mehr, das wir im Laufe des Lebens eingenommen haben, steigt zum Beispiel das Risiko für Brustkrebs. Das ist eine Dosis-Wirkungsbeziehung. Und wir wissen ja auch, die Darmflora wird durch Antibiotika verändert. Besonders kritisch ist das in den ersten Lebensjahren. Ein Antibiotikum im ersten Lebensjahr erhöht das Risiko für eine chronisch entzündliche Darmerkrankung bis zum 5-fachen. Das ist schon bei einem 5-Jährigen nicht mehr so. Und es geht also nicht nur um die Antibiotika selber, sondern auch um die Langzeitfolgen. Nachhaltigkeit. Fieber. Fieber ist immer noch für viele Menschen, für viele Eltern, für viele Mediziner Ausdruck von etwas, was ich bekämpfen muss. Fiebersenkung hat sich in keiner einzigen wissenschaftlichen Studie bei den häufig vorkommenden Infektionskrankheiten als wirksam gezeigt, im Sinne, dass das schneller heilen würde oder so weiter. Es gibt bestimmte seltene Erkrankungen, wo Fiebersenkung auch von mir durchgeführt wird, bestimmte Epilepsien zum Beispiel, aber im Normalfall gilt, Fieber ist Ausdruck unserer Eigenaktivität, stärkt unsere Resilienz, stärkt unsere Fähigkeit, eine Erkrankung zu überwinden. Fiebersenkende Mittel wiederum sind sehr umweltbelastend, belasten unser Grundwasser, führen zur Vergiftung von Tieren. Und allein in den USA sterben jährlich über 16.000 Menschen an Nebenwirkungen von entzündungshemmenden Arzneimitteln, ohne das Cortison mitzurechnen. Fiebersenker sind nicht harmlos, bis dahin, dass diese Mittel auch in manchen Ländern sehr beliebt sind für den Suizid. Und hier hat mein Kollege David Martin von der Universität Witten-Herdecke mit 2 Millionen Euro Unterstützung vom Bundesministerium für Forschung und Bildung, und wir sehen hier anthroposophische Medizin als wissenschaftliche, universitäre Medizin, unterstützt vom Berufsverband der deutschen Kinder- und Jugendärzte, eine Fieber-App entwickelt. Eine App für Eltern. Da können Sie eintragen, die gemessene Temperatur, die Schmerzen, wie es dem Kind geht, das können Sie alles eingeben. Und
bekommen sofort ein Feedback. Ist das jetzt etwas, wo du Sorge haben musst, wo du eine Kinderärztin, das Kind ist vielleicht nur 9 Wochen alt, dann kriegst du gleich die Information über die App, da musst du gleich zum Kinderarzt gehen. Bei einem 12 Monate alten Kind ist der gleiche Zustand vielleicht zunächst mal ganz harmlos zu nehmen und wir können abwarten, das Kind pflegen. Diese App gibt unsicheren Eltern sehr viel Information und Rückmeldung und wird jetzt in einer bundesweiten Studie getestet. Wir haben aber schon Ergebnisse aus einer Vorstudie und selbst in einer Großpraxis, die Eltern schon immer motivierte, auf fiebersenkende Mittel möglichst zu verzichten, konnte durch die Einführung dieser App der Gebrauch von fiebersenkenden Arzneimitteln weiter gesenkt werden. Denn diese fiebersenkenden Arzneimittel werden eben sehr oft von den Eltern selbst schon gegeben, aber auch von vielen medizinischen Profis. Die Fieberphobie ist ein globales Phänomen und ein Nichtverstehen des Menschen, weil gerade die menschliche Wärme unsere allerinnerste Kraft ist, mit der wir unseren Organismus zum eigenen machen und eben in einem Fall einer Infektionskrankheit damit auch Fremdeindringendes überwinden können. Und jetzt wird die neue Leitlinie zum Fiebermanagement bei Kindern und Jugendlichen von Professor David Martin, von einem anthroposophischen Kinder- und Jugendarzt für Deutschland entwickelt in einem wissenschaftlichen Team. Seitens der medizinischen Sektion haben wir diese Website Anthromedex. In Deutsch, Englisch und Spanisch finden Sie dort Informationen für Profis und für Patienten und Eltern bei allen häufigen, oder wir sind noch nicht ganz durch, aber bei den meisten häufigen Infektionskrankheiten von der Nasennebenhöhlenentzündung, Bronchitis bis zur Blasenentzündung. Was kann ich tun und was kann ich vor allem tun, unsere eigenen Kräfte zu stärken? Anthroposophische Medizin ist eine forschende Medizin. Wir machen viel äußere Anwendungen, wo wir die Patienten berühren, wo wir den Patienten auch ein Gefühl von sich selbst vermitteln, ein Gefühl von Zuwendung, von Rückhalt. Aber wir erforschen das auch. Zum Beispiel kalte Füße. Kalte Füße verändern die Nasendurchblutung. Alles hier herum heilt schlechter, wenn wir kalte Füße haben. Und jetzt können wir einfach warmes Wasser nehmen. Und das sehen wir gleich in der nächsten Kurve. Warmes Wasser bei äußeren Anwendungen. Das sind die blauen Linien unten. Das wärmt ein bisschen, aber kaum ist der Fuß wieder draußen oder bei einem Brustwickel, kaum ist der Wickel abgenommen, kühlen wir an der Stelle aus. Wenn wir aber jetzt Senfmehl in dieses Wasser tun, das wäre diese rote Linie, dann hat das eine stark anregende Wirkung auf unsere eigene Wärmebildung. Und die steigt an und gleichzeitig kann zum Beispiel ein Senfbrustwickel auch ungeheuer befreiend wirken bei einer Lungenentzündung. Innerhalb von 5 Minuten verbessert sich die Sauerstoffsättigung des Blutes, können Patienten wieder durchatmen und dann auch einschlafen. Der Senfwickel als eine mächtige Maßnahme bei Atemwegserkrankungen. Und dann haben wir diese grüne Linie. Das war bei Covid besonders wichtig. Das ist der Ingwer. Der Ingwer, der eine langsame, aber ganz nachhaltige Durchwärmung und Angstlösung bewirkt. Und sehr viel, und zum Beispiel eine Lungenentzündung macht Angst. Und gerade Covid ist eine Erkrankung, die viel mit Ängsten einhergeht. Und diese Ingwerwickel haben wunderbar gewirkt, die Patienten zu entängstigen, durch ihre Eigenwärme anzuregen und die Belüftung zu verbessern. Anthroposophische Medizin ist Teammedizin. Wir arbeiten zusammen mit Therapeuten, mit Pflegenden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf Frauen mit Brustkrebs schauen, dann ist die vielleicht belastendste Folge einer solchen Erkrankung und auch ihrer schulmedizinischen Behandlung ein chronisches Müdigkeits- und Erschöpfungssyndrom, das Patientinnen monatelang, langzeitig aus dem Leben werfen kann, berufsunfähig machen kann, ungemein belastend ist. Und hier hat Kollege Matthias Krötz eine Studie durchgeführt. Die Standardtherapie dieses Syndroms ist einfach Exercise, also körperliche Übung, sozusagen Sporttraining. Und dem gegenüber jetzt gestellt einen anthroposophischen Ansatz mit einer Anweisung, wie wir unser Schlafverhalten verbessern können, mit Heileurythmie, Maltherapie. Und das wurde nun verglichen. Sie sehen das Ergebnis hier in dieser nächsten Grafik zwischen dem ersten Punkt links und der Mitte. Das ist die Zeit, die 10 Wochen, wo die Therapie durchgeführt wurde, einmal wöchentlich. Und da sehen Sie diese
Rote Linie, das ist die Standardbehandlung. Da bleibt die Symptomlast höher als bei der anthroposophischen multimodalen Therapie. Und was jetzt faszinierend ist, das ist, und inzwischen gibt es eine 4-jährige Nachbeobachtung, dass der Effekt dieser 10 Wochen 4 Jahre lang nachweisbar ist. Und Sie sehen hier, wie der Effekt eben anhaltend ist, wie es nicht zurückkehrt, sondern wie eine anhaltende Besserung durch eine solche Intervention von knapp 3 Monaten erreicht werden kann. Und so hat auch das Bundesministerium für Forschung und Bildung eine ebenfalls 2 Millionen teure Studie finanziert, wie wir die Sturzgefahr im Alter durch Heileurythmie oder eben durch Tai Chi oder durch eine Standardbehandlung beeinflussen können. Denn Stürze im Alter sind eine der wichtigsten Krankheitsursachen und auch Verlust von Gesundheitsursachen im Alter, von dem, was ich Ihnen vorher erzählt habe. Und da gibt es schon eine andere Studie, die jetzt in dem weltweit führenden Journal für Behandlung von Schmerzen, Pain, veröffentlicht wurde. Eine 3-armige Studie Yoga, Krankengymnastik, Heileurythmie. Alles 3 hilft bei chronischen Rückenschmerzen. Aber dann steht darunter, aber was die seelische Wohlbefinden, die seelische Gesundheit betrifft, war die Heileurythmie deutlich wirksamer als Yoga oder Physiotherapie. Und da sehen wir, dass wir nicht nur den Anspruch haben, den ganzen Menschen anzuschauen, sondern dass anthroposophische Therapien auch auf den ganzen Menschen wirken. Und das sehen wir auch bei der rhythmischen Massage. Zunächst mal was Häufiges, Regelschmerzen bei jungen Frauen führt ja zu einem regelmäßigen Gebrauch von Schmerzmitteln, die dann wieder das Grundwasser bilden und so weiter. Und hier zeigt eine Studie, im Hintergrund ist Aurelia Karus, die die Studie durchgeführt hat, wir können durch rhythmische Massage nachhaltig Regelschmerzen bessern und heilen. Und in einer 4-jährigen Kohortenstudie wurden Patienten mit Muskelschmerzen, mit Muskel-Skelettschmerzen, mit rhythmischer Massage, mit einer äußeren Anwendung behandelt, besserten sich und auch dieser Effekt war nach 4 Jahren noch nachweisbar. Das Gleiche sehen wir bei der Kunsttherapie. Eine 4-jährige prospektive Kohortenstudie zeigt, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen, und in meiner Erfahrung ist die Kunsttherapie so ungeheuer wirksam, zum Beispiel bei essgestörten Jugendlichen, Magersucht kann ja in 5-10% der Fälle zum Tode führen. Mit das Nachhaltigste hier in der Behandlung ist die Kunsttherapie, die auch nicht nur in der anthroposophischen Medizin angewandt wird. Und auch hier sieht man in der Studie, wie sehr sich bei den Patienten ihr Befinden besserte und in allen Follow-ups über 4 Jahre diese Besserung nachweisbar blieb. Das ist auch das, was ich in der Praxis feststelle, dass gerade dann, wenn der Patient selbst aktiv wird und nicht nur rein körperlich, sondern auch seelisch-geistig engagiert wird, wie in einer Kunsttherapie, dass wir dann besonders nachhaltige Wirkungen haben. Das bekannteste anthroposophische Arzneimittel ist die Mistel. Es gibt sehr viele klinische Studien zur Mistel. Ich erwähne hier mal nur 4 häufige Krebsarten. Der Brustkrebs. Wir haben heute eine gesicherte Evidenz, die Misteltherapie bessert entscheidend die Lebensqualität von Brustkrebspatientinnen. Beim Bauchspeicheldrüsenkrebs haben wir Studien, die zeigen, nicht nur das Befinden, auch die Lebenszeit kann beeinflusst werden. Und im Moment finanziert der Staat Schweden eine vergleichende Doppelblindstudie für 4 Millionen Euro, um diese Ergebnisse nachzuvollziehen, jetzt in einer unabhängigen, staatsfinanzierten Studie. Bei Lungenkrebs sehen wir nicht nur, dass dem Patienten besser geht, sondern starke Hinweise, dass das Hinzufügen der Misteltherapie die Lebensdauer auch beeinflussen kann, positiv. Und auch so beim Darmkrebs. Und schließlich, ich muss hier jetzt einiges auch aus Zeitgründen übergehen, was noch interessant gewesen wäre, anthroposophische Forschung wendet sich auch der Haut zu, konnten feststellen, eine Voraussage des Begründers der anthroposophischen Medizin, Rudolf Steiners, war ja, jedes Organ hat auch eine Geschmackswahrnehmung. Das galt damals eher vielleicht als verrückt, eine unbewusste Geschmackswahrnehmung. Heute wissen wir, Bitterstoffe können auch in den Bronchien und können eben auch auf der Haut wahrgenommen werden. Es war ein anthroposophischer Dermatologe, Christoph Schemp, der mit seinem Team diese Bitterstoffrezeptoren 2015 entdeckt hat. Und jetzt kann ein Naturarzneimittel
das aus diesem gelben Enzian heraus bittere Substanzen enthält, die Haut anregen, dass sie widerstandsfähiger wird, dass Ekzeme abheilen oder dass auch die Problemhaut von Jugendlichen jetzt ohne Antibiotika oder Hormonpräparate gebessert werden kann in der Hautreinheit. Und so können wir auch hier wieder sehen, wie anthroposophische Medizin rational vorgeht, wissenschaftlich vorgeht und damit auch neue Therapiemöglichkeiten schafft. Und ich möchte abschließen mit einer Einrichtung, die mich ungemein beeindruckt hat, aber nicht nur mich, sondern auch das British Medical Journal, weil diese Einrichtung 2017 auch einen Innovationspreis bekam. Es ist in einem armen Viertel Londons. Es geht um Patienten, die ihre Arbeit oft verloren haben, die bis zu 20 Jahren bereits in Schmerzkliniken behandelt werden, mit chronischen Schmerzen, Depressionen, Schlafstörungen. Patienten, die Profis für Schmerztherapie zur Verzweiflung gebracht haben, denen sie nicht helfen konnten, Patienten am sozialen Rand der Gesellschaft. Und hier haben anthroposophische Kollegen ein Therapiezentrum Kairos, der rechte Augenblick, eröffnet für diese Patienten, wo sie nicht medikamentös behandelt werden. Das war auch Bedingung des NHS, des britischen Gesundheitsdienstes, die Finanzierung zu übernehmen. Diese Patienten selber sind mittellos. Und diese Patienten werden jetzt angehört in einem einstündigen Gespräch. Und das wird dann so beschrieben, auch in diesem Artikel, die Patienten, die sich bis dahin als eine Fülle von Problemsymptomen erlebt haben in der Medizin, erleben sich erstmals als ein Mensch in einer Krise, als ein Mensch, dem zugehört wird. Patienten, die sehr misstrauisch der Medizin gegenüber geworden sind. Und jetzt geht es weiter. Und in England wird alles sauber durchkalkuliert, durchgemessen. Und diese Patienten zeigen im Rahmen einer einjährigen Behandlung mit künstlerischer Therapie, mit rhythmischer Massage und Heileurythmie eine deutliche Verbesserung ihrer Schmerzen, ihrer Schlafstörungen. Sie sehen hier, die Zahl der Arzneimittel, die diese Patienten pro Tag einnehmen, halbiert sich. Die Zahl ihrer Spezialistentermine halbiert sich. Und so möchte ich abschließen meinen Beitrag mit dieser Überschrift einer wissenschaftlichen Publikation: Patienten, deren Arzt, deren Allgemeinarzt auch komplementäre Medizin anwenden kann, neigen dazu, weniger Kosten zu verursachen und länger zu leben. Und in dem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt, wenn es noch einige Fragen gibt, die ich beantworten kann. Vielen Dank. Hier taucht schon die erste Frage auf: Sollte man nicht zumindest die regelmäßige prophylaktische Vergabe von Antibiotika an Millionen Tieren in der Massentierhaltung gesetzlich verbieten, um sie für die wirklich Kranken zu retten? Es ist eben so, wenn Sie in einem Stall 5000 Puten halten wollen, wenn Sie so etwas machen wollen, Menschen so pferchen, Tiere so pferchen, dass das ohne Antibiotika nicht geht. Abgesehen davon, dass Antibiotika auch noch andere Wirkungen haben können auf die Gewichtsentwicklung und so weiter und so fort. Bestimmte Formen der Massentierhaltung sind ohne Antibiotika gar nicht möglich. Sie sind aber auch nicht notwendig. Und sie sind für die Umwelt, für die Grundwasserbelastung mit Stickstoff und so weiter ja auch nachweislich ausgesprochen schädlich. Insofern kann man nicht einfach Antibiotika verbieten, sondern man muss die Massentierhaltung verändern, hin in Richtung des Hoforganismus, hin in ein Maß zwischen Tier, Pflanze und Boden, wie wir das in dem wunderbaren Beitrag zu Beginn dieser Reihe auch gehört haben. Was sagt die anthroposophische Medizin zum Corona-Totimpfstoff Novavax? Das Gute ist, die anthroposophische Medizin, die spricht hier nicht, sondern hier spricht Georg Soltner, ein Kinder- und Jugendarzt und stellvertretender Sektionsleiter. Ich kann also erstmal einfach mich persönlich äußern, dass wir hier einen innovativen Impfstoff haben, der auch dieses Spike-Protein enthält, von dem wir wissen, dass viele Impfnebenwirkungen an diesem Spike-Protein hängen, ob es nun der Impfstoff mitbringt oder beim mRNA-Impfstoff dann der Organismus bildet. Und so sehen wir auch bei Novavax, dass die Zahl der Nebenwirkungen nicht gering ist.
Es gibt eine englische vergleichende Studie, die zeigt, es ist ein ähnlich wirksamer Impfstoff wie der mRNA-Impfstoff. Er hat auch Impfstoffverstärker, die neu sind, auch vom chinesischen Seidenrindenbaum und primär erstmal ein bisschen sympathisch, natürlicher, nicht so toxisch wie Aluminiumhydroxid in einem anderen Totimpfstoff. Aber gleichwohl ist es kein Impfstoff, von dem wir viel Erfahrung hätten und kein Impfstoff, der irgendwie besonders nebenwirkungsarm aufgefallen wäre in den Zulassungsstudien, sondern wir müssen auch hier abwägen und wir müssen auch hier Erfahrung bilden. So viel vielleicht dazu, aber natürlich gibt es viele Ängste vor dem Wirkmechanismus der mRNA-Impfstoffe und dafür bietet Novavax eine Alternative. Ja, wenn es um dementielle Erkrankungen geht, sie zu verlangsamen, das Wichtigste ist, sie schon mal vielleicht gar nicht eintreten zu lassen, obwohl sie ja immer auch etwas Schicksalhaftes haben. Und da ist das erste Bewegung. Ich selbst zum Beispiel praktiziere jeden Morgen Heileurythmie seit 30 Jahren und das merke ich auch. Und ich merke auch vielleicht, wenn ich es mal einen Tag nicht mache, aber das kommt eigentlich kaum vor. Und aktive Bewegung, und zwar jeden Tag, ist das Allerwirksamste. Das zweite ist die Ernährung, eine gesunde Ernährung. Das dritte ist Interesse, Weltinteresse. Und was dementielle Erkrankungen besonders auch zum Ausbruch oder zur Beschleunigung bringen kann, sind ungelöste menschliche Konflikte. Die sollten wir sehr ernst nehmen, aber natürlich auch ein Lebensstil der Immobilität, des ständig am Bildschirm Hängens und so weiter. Aber besonders wichtig sind auch ungelöste menschliche Konflikte. Sie lehnen, Herr Soldner, Sie lehnen niedrigschwellige Impfangebote wie einen Impfbus grundsätzlich ab. Das ist interessant, was die Menschen alles wissen. Wäre dies aber nicht nötig für die Menschen ohne Zugang zur anthroposophischen Medizin? Also, wenn, dann geht es ja um alle. Eine Impfung ist ein Eingriff. Eine Impfung, und das stammt jetzt nicht von mir, das stammt von höchster Stelle. Eine Impfung kann, auch wenn das sehr selten ist, schwere Nebenwirkungen haben. Und es zeigt sich, und da gibt es ja viele Erfahrungen, es gibt Jahrzehnte von Prozessen auch, wo Menschen geklagt haben, ja, also ist vielleicht doch der Arzt schuld, jetzt war da die Impfung und dann ist meinetwegen das Kind schwer krank geworden mit Krampfanfällen und so. Und es gibt ja solche Fälle, die sind ja auch höchstrichterlich bestätigt worden und so weiter. Und da gibt es eine Juristin, die mal diese Prozesse ausgewertet hat und gesagt, 70% all dieser Impfschadensprozesse wären aus ihrer Sicht nie durchgeführt worden, wenn der Arzt vorher den zu Impfenden untersucht hätte oder zugehört hätte. Einfach sich ein Bild macht, ist dieser Mensch im Moment gesund. Ein schlichtes Beispiel, ein 45-jähriger in Barcelona arbeitender Mensch wird von seiner Firma, das war am Anfang der Impfaktion, gezwungen, sich impfen zu lassen, will sich aber nicht impfen lassen. Lässt sich aber impfen, weil die Firma ihm mit der Kündigung droht. Dieser Patient hat eine Rückenmarkslähmung entwickelt, mit Blasenfunktionsstörung, Mastdarmkontrollstörung. Nach 11 Wochen, ja, dieser Patient ist von der Impfung eine sehr seltene Komplikation, eine transverse Myelitis. Er ist von dieser Impfung geschädigt worden. Und die Erfahrung, eben auch meine Erfahrung ist, wenn Sie ein ambivalentes Verhältnis haben, das ist wie bei jeder Operation. Vor jeder Operation werden wir auch gefragt, auch vor einer lebensrettenden Operation werden wir gefragt, wollen Sie die Operation wirklich? Und der Chirurg darf Sie nicht operieren, wenn Sie die nicht wollen. Und so sollten wir immer versuchen, den Patienten, wenn wir an ihm einen Eingriff vornehmen, auch eine Impfung ist ein Eingriff. Und es kann ja ein guter Eingriff sein, wie die Operation auch, aber der Patient sollte ihn wollen. Und wir sollten uns sicher sein, dass der Patient im Moment nicht gerade in einem gesundheitlichen Zustand ist, wo diese Impfung ein vielleicht viel höheres Risiko als sonst hat. Und das setzt Sorgfalt voraus. Und da bin ich ein bisschen vorsichtig beim Thema Impfbus. Haben eine Überschätzung von Salutogenese und Eigenverantwortung und die am Goetheanum vertretene Maßnahmenskepsis mit zu dem fatalen Corona-Ausbruch im Herbst in Dornach geführt. Zunächst mal ist auch jeder Dornacher Einwohner
für seine Impfentscheidung selbst verantwortlich. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass die Beziehung der Dornacher Einwohner zum Goetheanum keineswegs immer die allerengste ist. Und das Zweite ist, dass das Goetheanum nicht eine Maßnahmenskepsis vertreten hat. Das könnte ich überhaupt nicht sagen. Wir haben auch alle Maßnahmen, die in der Schweiz angeordnet waren, hier 1:1 umgesetzt. Wir hatten auch jetzt hier bis letzte Woche dann die entsprechenden 2G-Regelungen am Goetheanum. Also ich würde mal erst mal sagen, das Goetheanum ist eine öffentliche Institution in der Schweiz und hat sich hier auch so verhalten, wie das von allen Institutionen der Schweiz in einer bestimmten Situation zu erwarten ist. Die Bewertung, wie rational jeweils jede Maßnahme der Corona-Politik war und ist eine, die man immer individuell vornehmen muss, auch für jedes Land. Und hier hat nicht die Goetheanum-Leitung irgendeine skeptische Haltung vertreten, sondern wir haben uns mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Und durchaus so, dass die einen sagten, warum macht ihr so eine Werbung für die Impfung? Und die anderen gesagt haben, warum seid ihr nicht viel enthusiastischer für die Impfung? Und ich glaube, wir haben einen guten Mittelweg gewählt. Und wir haben zum Beispiel, als die Impfstoffe auf den Markt kamen, sofort auch darüber breit aufgeklärt, auch über den Nutzen, gerade auch für bestimmte Risikogruppen, gerade auch in den Anfangsvarianten der Pandemie. Und die Problematik, dass wir dort kein Langzeitwissen haben, dass diese Impfstoffe bei verschiedenen Varianten dieses Virus verschieden wirksam sind, dass sie zum Beispiel bei Omikron in keiner Weise die Weitergabe des Virus sehr stark einschränken und deshalb auch bei Pflegenden die Impfung nicht verhindern kann, dass ein Pflegender einen Patienten ansteckt, sondern das müssen andere Maßnahmen sein, Hygienemaßnahmen. Deswegen sind dann vielleicht auch selektive Impfpflichten nur für Pflegende gerade in der jetzigen Situation nicht besonders rational. Aber das ist eine Kritik, die von vielen kommt und nicht exquisit von der Goetheanum-Leitung. Außerdem ist mir nicht bekannt, dass der Dornacher Friedhof nicht mehr ausgereicht hätte im letzten Herbst, sondern es hat hier und da lokal Ausbrüche an Corona gegeben, aber von einem katastrophalen Ausbruch würde ich nicht sprechen. Lassen sich alle Wirkweisen der anthroposophischen Medizin mit Studien darstellen, erklären. Also schulmedizinisch gehen wir heute davon aus, dass wir ungefähr 12% dessen, was wir schulmedizinisch machen, wirklich mit Studien sauber rechtfertigen können. Das ist vielleicht mal das Erste. Für die anthroposophische Medizin gilt, sie ist 300 Jahre jünger als die Schulmedizin. Sie ist unvergleichlich weniger finanziert als die schulmedizinische Forschung. Wir können dafür schon ziemlich viel nachweisen durch wissenschaftliche Evidenz, aber wir würden gern sehr, sehr viel mehr erforschen. Und wir sind dankbar, dass wir jetzt in den letzten Jahren auch in den Bereich der staatlichen Förderung der Forschung gekommen sind. Die Beispiele habe ich Ihnen gezeigt. Aber den Anspruch auf eine wissenschaftliche Evidenz, der setzt auch voraus, dass die Öffentlichkeit diese Evidenz auch fördert und dass eben öffentliche Forschungsmittel uns diese Forschung auch ermöglichen. Wir lehnen ja auch eine Forschung, die rein von zum Beispiel einer Firma stammt und so weiter, als durchaus ein Stück weit problematisch ab. Und an der Stelle sind wir in Entwicklung. Aber ich habe Ihnen schon gezeigt, wir können schon eine ganze Reihe unserer Therapien auch mit wissenschaftlicher Evidenz belegen. Ja, vielleicht eine letzte Frage. Kann man mit anthroposophischer Medizin sterbenden Menschen helfen? Wird ja vielleicht auch mein Kollege Matthias Gierke noch mehr dazu sagen. Wir können sehr viel für sterbende Menschen tun. Und ich komme gerade auch von einer Palliativstation, wo ich gestern Nachmittag eine Patientin besucht habe, 35 Jahre, metastasierter Brustkrebs, Hirnmetastasierung. Und wir können sehr viel für diese Menschen tun. Schon als allererstes, dass wir auch in Covid-Zeiten durch entsprechende Test- und Vorsichtsmaßnahmen einfach die Nähe der wichtigsten Angehörigen der Familie ermöglichen, dass wir das unterstützen. Das können wir ohne ein Risiko für andere Patienten, wenn wir entsprechend konsequent handeln. Und wir können mit diesen äußeren Anwendungen, diese Patientin natürlich gestern war unruhig, hatte auch Ängste und dann eine Fußeinreibung, eine Herzauflage, hat ihr enorm Ruhe gegeben. Aber auch das ärztliche Gespräch. Und es ist ja nicht leicht, wenn Sie eine junge Frau sind mit 3 kleinen Kindern,
in einer solchen Situation zu bestehen. Aber es ist auch berührend, was wir letztlich auch durch unsere Patienten erfahren. Erfahren an geistiger Präsenz, an Souveränität in einer Situation, wenn wir überzeugt sind, dass in jedem Menschen ein Du lebt und ein Du, über das der Tod keine Macht hat. Und wenn wir in dieser Überzeugung handeln und leben, dann können wir unendlich viel für Menschen tun, können sie auch vor manchen bewahren, wo man so Furcht hat vor dem Tod, dass man vielleicht ihn dann lieber selbst inszeniert oder selbst durchführen lässt. Das ist ja in manchen Ländern heute sehr häufig geworden. Aber wenn wir die Beziehung bieten, die Gemeinschaft bieten, die therapeutische Gemeinschaft, die persönliche Gemeinschaft, dann können wir Menschen einen würdigen Weg zu dieser großen Schwelle ermöglichen. Und es ist eben schon sehr, sehr wesentlich, was auch im Arzt lebt, was auch im Pflegenden lebt, wenn auch eine Beziehung zu dem Teil des menschlichen Wesens lebt, über das der Tod keine Macht hat. Vielen Dank.